Das Spieltagsmagazin wird heute ausnahmsweise wieder zum Feiertagsmagazin. Denn vor genau 25 Jahren durfte der BVB nach langer Durststrecke endlich wieder eine Meisterschaft bejubeln. Und dieses Jubiläum wollen wir heute auch gebührend feiern. Ja, heute gibt es doppelten Grund zu feiern. Zum einen die Deutsche Meisterschaft 1995, 25 Jahre ist das inzwischen her. Und wir haben die Teilnahme an der Champions League in diesem Jahr mal wieder geschafft. Also wenn das kein Grund zu feiern ist, und dafür habe ich den genau richtigen Partner heute ins Studio eingeladen. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Michael Zorc. Schön, Michael, dass du Zeit gefunden hast. Danke, ich komme gerne, muss aber direkt Einspruch, Euer Ehren, sagen, weil natürlich macht es viel Freude, über die Meisterschaft 95 zu sprechen, aber ein Grund zum Feiern, dass wir jetzt in die Champions League eingezogen sind. Ich glaube, wir haben noch einige Spieltage zu spielen. Wir wollen am Ende auch da stehen, wo wir jetzt stehen, nämlich als Zweiter, als Vizemeister, dann ins Ziel gehen. Also einen Grund zu feiern haben wir jetzt nicht. Ich kenne dich aber auch schon lange genug. Ich weiß, dass du dich aber schon ein wenig gefreut hast. Freuen ist fast übertrieben, es war mehr Erleichterung. Michael, die Mannschaft spielte bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Rückrunde sehr, sehr gut. Nach der Niederlage gegen die Bayern hat sie auf jeden Fall Charakter gezeigt. Und wie zufrieden bist du mit der Mannschaft? Ja, wir haben keine gute Vorrunde gespielt, 30 Punkte nur geholt. Punktgleich mit Schalke 04 zu Weihnachten. Das glaubt man gar nicht, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt. Danach ist es doch, haben wir eine große Spreizung gehabt der Leistungen und der Punkte, die geholt wurden. Nein, in der Rückrunde haben wir mehrheitlich sehr gute Spiele gemacht, gute Ergebnisse erzielt. Natürlich tut das Ergebnis gegen Bayern München immer noch weh. Die Leistung war okay, aber ich glaube, wir hätten schon einen super Tag gebraucht, um Bayern in dieser Verfassung zu schlagen. Dann hatten wir noch in der Rückrunde das Spiel in Leverkusen, wo es eigentlich ein sehr gutes Spiel war. So ein bisschen Wild West, es ging hin und her und am Ende haben wir 4-3 verloren, weil wir dann doch hinten heraus einige Fehler im Defensivbereich gemacht haben. Davon abgesehen haben wir alle Spiele gewonnen und ja, das lässt sich gut ansehen, glaube ich. Jetzt wollen wir uns aber mal so einen kleinen Rückblick gönnen in die Historie, in den Juni 1995. Nach langer Durststrecke hat es Borussia Dortmund mal wieder geschafft, deutscher Meister zu werden. Und wenn du so ein bisschen zurückdenkst an die Zeit, was ist denn aus der Saison vom letzten Spieltag oder von den Feierlichkeiten vielleicht hängen geblieben? Ja, von der Saison erstmal. Ich glaube, wir haben, da war es umgekehrt, wir haben eine super Hinrunde gespielt, waren, glaube ich, deutlich vorne zur Halbserie und haben dann unglaubliches Verletzungspech gehabt. Unsere 3 Stürmer, Flemming Pausen, Stefan Chapuisat und Kalle Riedle sind jeweils mit Kreuzbandrissen ausgefallen. Dann war es so, dass Ottmar Hitzfeld war ja ein Trainer, der sich nicht viel beklagt hat, sondern der hat versucht, immer das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen und hat dann den sogenannten Babysturm quasi berufen mit Lars Ricken und Ibrahim Tanko. Haben wir dann also Lars war 18 schon, Tanko noch 17. Die sind dann vorne wild rumgelaufen und haben uns natürlich geholfen, dann am Ende diese Meisterschaft hier, da vorne im Stadion mit dem, glaube ich, 2-0 gegen den HSV am letzten Spieltag fix zu machen. Dank, man glaubt es gar nicht, Schützenhilfe von Bayern München. Die am gleichen Tag gegen Werder zu Hause gewannen. Werder war damals der große Konkurrent und das war schon eine Explosion, sage ich mal, der Gefühle, weil es eben die erste Meisterschaft nach sehr, sehr langer Zeit war. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten dann 2-0 geführt, Tore Andi Möller mit so einem Freistoß um
um die Mauer herum. Richtig. Ich glaube, Goltz im Tor, so ein alter Bauerntrick. Ich glaube, danach ist es auch nie wieder gelungen. Ja. Und Lars Ricken mit dem Kopfballtor zum 2:0. Und die letzte Viertelstunde, glaube ich, wollten wir das Ergebnis halten. Die Leute feierten auf den Rängen und wir haben uns nur noch die Bälle. Aber da war ja in München dann auch zwischen, also 1:0 Führung, dann gab es das 1:1. Aber dann kam das Ergebnis, ich glaube, Ziegler traf für Bayern, zweimal traf für Bayern, 3:1 dann. Ja, und dann war eine Partystimmung auf den Rängen und wir haben dann irgendwie, ja, das Spiel, warum wird nicht jetzt schon abgepfiffen, haben dann die letzte Viertelstunde nochmal über die Bühne gebracht und ja, dann gab es kein Halten mehr. Du sagtest gerade, es blieb bis zur letzten Sekunde quasi spannend und ich kann euch nur empfehlen, das gibt es bei BVB TV. Ab sofort könnt ihr euch das Saisonfinale nochmal reinziehen. Das macht auf jeden Fall riesigen Spaß. Da spielt er natürlich bei der Meisterschaft Michael eine ganz gewichtige Rolle und wir haben ihm deshalb noch einmal nur für ihn und ein bisschen für euch einen ganz besonderen Beitrag gewidmet. 32 Jahre muss der BVB auf diesen Triumph warten. Und dann holt ein 32-Jähriger die Schale zurück in seine Heimatstadt. Michael Zorc führt die Mannschaft zum lang ersehnten Titel. Als Kapitän, Stratege im defensiven Mittelfeld und eiskalter Vollstrecker. Auf 15 Treffer kommt der Rekordborusse insgesamt. Das bedeutet Rang 1 in der internen Schützenliste. Den Platz an der Sonne belegt am Ende auch Schwarz-Gelb in der Tabelle. Und Dortmund darf endlich wieder die Meisterschaft feiern. War so ein bisschen Gänsehaut kriege ich schon noch, Michael. Das ist so, es ist einfach wirklich was Besonderes gewesen. Ich glaube, emotional für dich sicherlich auch eine Meisterschaft, die du auf keinen Fall vergessen wirst, weil es halt sehr, sehr lange her war. Und die erste, deine erste? Nee, gar nicht wahr. Doch. Die erste als Spieler. Ich meine, du hast so viele, da kann man auch miteinander werden. Die erste als Spieler, 89 der Pokalsieg war davor. Dann haben wir UEFA-Pokalfinale mal erreicht gegen Juve, da aber keine Chance gehabt. Also sehr schöne Bilder und freundliche Worte. Gut, Julio César noch gesehen. Ich glaube, der kommt in den nächsten Wochen mal vorbei, hat sich mal angekündigt. Ja, ich habe ihn ja jetzt als Spieler. Ja. Es ist auch jetzt heute noch, Michael, ein Genuss mit ihm. In deiner Legendentruppe da. Ja. Aber das letzte Turnier habt ihr nicht gewonnen, oder? Bitte? Das letzte Turnier habt ihr nicht gewonnen. Ein Spiel bisher verloren. Also, es geht. Aber Julio dabei, wenn du heute noch siehst, wie stolz er immer noch ist, ja. Das schwarz-gelbe Trikot, also jetzt nicht nur Julio, sondern die ganzen Brasilianer, wenn die mit ihrem schwarz-gelben Trikot da rumlaufen, dann merkst du, boah, das sind sie echt noch stolz drauf. Das ist ja schon erstaunlich in dieser Legendenmannschaft, dass so ein Amoroso, Everton, Evanilson, Dede, Julio César, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Tinga auch, ja. Immer wieder gerne auflaufen und die Reisen Lukas mitmachen. Barrios, der hat gesagt, es ist egal, ob ich noch... kein Brasilianer. Ja, weiß ich. Aber er hat gesagt, ich möchte in der Legendenmannschaft spielen, obwohl er noch Vertrag woanders hatte. Unfassbar. Das ist den nehmen wir auch gerne mit. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Also wir kommen aber wieder so ein bisschen zurück auf die Saison 95. Unglaublich. 15 Tore hast du geschossen, damit die meisten Tore im Kader. Da ziehe selbst ich als Goalgetter den Hut. Du warst defensiver Mittelfeldspieler. Woher hattest du diesen unglaublichen Riecher, dort zu sein? Das ist ja immer schwierig, über sich selbst dann zu sprechen. Ich war ja jetzt nicht der Dribbelkönig oder sag ich mal mit so einem Antritt gesegnet wie Andi Möller beispielsweise. Das hat man gerade noch mal gesehen. Sondern eher derjenige, der, ja klar, die Elfmeter dann geschossen hat, aber auch ganz gern mal das Spiel nach außen verlagert hat und dann eben als Mittelfeldspieler immer wieder vorne mit reingegangen zu sein in den Strafraum, dann mit Direktabnahme oder mit dem Kopfball dann eben Tor zu erzielen und eben auch die eine oder andere Standardsituation dann zu nutzen. Das war so mein Spiel. Wir hatten ganz, ganz zufällig auch zwei deiner ehemaligen Kameraden vor der Linse und da hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Theorie, warum du so viele Tore geschossen hast. Mir schwan schon Böses. Also er war der defensivste Mittelfeldspieler, der am offensivsten gespielt hat. Ja, wenn er mal vorne war, dann habe ich natürlich die Flanke so hart reingeschossen, dass er den Kopf nicht mehr wegziehen konnte. Und dann war er halt auch kaltschnäuzig, hat natürlich, ich weiß nicht, 3000 Elfmeter reingeschossen, irgend sowas. Sehr sicher, wenn er mal eine Chance gehabt hat. Und ja, klar, sind wir ihm dankbar, dass wir dann dadurch auch viele Punkte geholt haben. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich eine, sag mal,
sehr viel vorne gesehen habe und nicht so viel im defensiven Bereich. Was war böse das denn? Gerüchte. Versteckte Kritik von Martin Greh. Das sind für mich 25 Jahre später. Wir haben die doch mitgezogen, den Knut vor allen Dingen. Ja, klar. Aber trotzdem schöne Aussagen. Nein, wirklich gut, ja. Du merktest auch, dass beide richtig Bock hatten, da irgendwas zu sagen. Hast du noch Kontakt zu den beiden? Die wohnen ja hier im Umfeld. Ja, Martin macht ja beim VfL, glaube ich, im Aufsichtsrat einiges. Knut kommt immer mal wieder vorbei, auch in der Geschäftsstelle. Nö. Hat ja eine zweite Karriere gemacht als Lehrer. Ist ja auch ein Wechsel dieses Jahr nochmal von der Grundschule zur Realschule? Unüblicher Weg und da kann ich nur den Hut vorziehen. Ne? Trotz der kleinen Sticheleien von den beiden, das waren ja auch oder sind ja auch zwei pflegeleichte Spieler gewesen. Ansonsten gab es ja auch einige, ich sag mal, extravagante Kameraden bei euch zu der Zeit im Kader. Wie habt ihr es geschafft, daraus eine Einheit zu bilden? Was war denn eure Stärke und hat letztendlich zur Meisterschaft geführt? Ja, das ist ja dann, wurde das Ganze noch verfeinert mit der zweiten Meisterschaft 95, 96 und hin zur Champions League 97. Dann, das war schon eine Mannschaft, wo es durchaus auch mal Reibereien gab, aber alle eben dann absolute Profis, wenn es darum ging, sein Ego ein bisschen zurückzustellen und dann im Sinne der Mannschaft zu handeln und für den Erfolg der Mannschaft zu spielen, zu laufen und sich auch so zu verhalten. Da waren schon viele starke Egos da, wenn man auch sieht, wie sie sich hinterentwickelt haben. Matthias Sammer, Stefan Reuter, Julio César, um nur mal die zu nennen. Also man war nicht immer einer Meinung, aber dann am Samstag um 3:30 auf dem Platz ging es dann nur in eine Richtung. Das war gut. Und Ottmar hat das sehr gut moderiert, muss man sagen. Das hat sehr gut zusammengepasst. Gibt es denn noch eine Macke von irgendeinem, wo du dich dran erinnerst und sagst, Junge, der war, was weiß ich, Mattes oder Julio? Ja gut, Julio war ja der Gentleman-Verteidiger, würde ich mal sagen. Zwischendurch hast du gedacht, ja, der geht noch mal kurz einen Espresso trinken und raucht sich eine dabei, wenn das Spiel weiter vorne war. Das war schon ein Spieler mit einer unglaublichen Qualität und er war ja ein sehr körperlich robuster Spieler, aber unglaublich schnell und das hatten die meisten gar nicht so auf dem Schirm und deshalb konnte zum Beispiel Matthias Sammer auch immer vor ihm spielen, weil wenn du natürlich dann Julio und dann in dem Jahr Martin Greh hinter Jürgen Kohler hinter die spielen hattest, brauchtest du den Rückspiegel manchmal nicht. Ne? Ich erinnere mich da auch an die eine oder andere Szene, wenn der gelaufen ist und hat den Ball abgelaufen. Ja, das hat er so elegant wie kein anderer gemacht. Und hatte eine Präsenz auf dem Platz, die unglaublich war. Ne? Wenn man jetzt mal den Kader von damals und den Kader von heute so ein bisschen vergleicht, gibt es da große Unterschiede? Gibt es vielleicht Parallelen? Ja gut, grundsätzlich hat sich ja schon der Fußball verändert. Er ist nochmals schneller geworden jetzt in den letzten 20, 25 Jahren. Schneller als bei uns? Nicht zu deiner Zeit, aber natürlich dann danach nochmal. Ich glaube schon, dass es noch athletischer und dynamischer geworden ist. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch schon eine Mannschaft haben, die auch von der Qualität sehr gut aufgestellt ist und auch vergleichbar ist vielleicht. Die Persönlichkeiten, früher waren vielleicht doch mehr gestandene Spieler, weil die Mannschaft insgesamt älter war und dadurch natürlich auch die eine oder andere Persönlichkeit mehr dabei war. Ne? Ja, Michael, das waren 25 Jahre Meisterschaft. Jetzt gibt es noch zwischen uns ein ganz kleines Spielchen. Ich habe wieder überhaupt keine Ahnung, wer war es. Also einer von uns beiden. Du kennst doch schon wieder die Antwort. Nein, habe ich es überhaupt nicht wahr. Dann fangen wir an. Wer war es? Michael oder Nobby? Ja, los geht's mit der Frage, wer hat in seiner ersten Bundesliga-Saison mehr Minuten abgerissen? Michael Zorc oder Nobby Dickel? Deiner ersten Saison. Ich glaube, deine erste Saison.
Da war deine, glaube ich, 82. Ich war noch in der Schule, das war 81, 82. 81, 82 und meine war 84, 85. In Köln. In Köln. Ich habe ja auch relativ schnell mir nach 6 Wochen erstmal was am Knie geholt. Mehr Minuten, dann sag. Ja. Warte, ich zähle runter und dann, also, zeigst du auf dich oder auf mich? Ja. 3, 2, 1. Beide hatten die gleiche Anzahl an Einsätzen, nämlich 0,9. Nobby durfte allerdings nur 3-mal von Beginn an auflaufen, verbuchte ansonsten nur Kurzeinsätze. Michael Zorc lief direkt 8-mal von Beginn an auf, was in Summe 750 Minuten ergab. Nobby musste sich mit 260 Minuten begnügen. Ja, warum macht man denn dann so eine Frage da? Ich wollte höflich sein. Ja. Frage Nummer 2. Wir bleiben in der jeweiligen Debütsaison. Michael Zorc absolvierte seine erste Saison logischerweise in Schwarz-Gelb, Nobby dagegen für den 1. FC Köln. Welcher Verein landete in der Tabelle weiter vorne? 3, 2, 1. BVB. Das ist interessant, aber unterschiedliche Meinungen. Die Antwort ist Nobby. Michael Zorc debütierte ja 81, 82. Ja, in wir dieser sind doch direkt Spielzeit. haben uns für den UEFA-Pokal qualifiziert. In der Spielzeit kam der BVB auf den 4. Platz. Nobbys Kölner dürften sich am Ende der Spielzeit 84, 85 sogar über Rang 3 freuen. Die letzte und entscheidende Frage: Wer gewann das erste Duell zwischen den beiden? Ganz klar der BVB, brauche ich gar nicht nachdenken. Gegen Köln. Gegen Köln war das. Wir haben hier immer Haue gekriegt. Ich bin nach Bremen, sind wir gefahren, da wusste ich, kriegst einen Fünferpack, brauchst gar nicht hin, kannst du direkt. Also es muss ja dann 84, 85 gewesen sein. 84, 85. Das war jetzt nicht unsere beste Saison, oder? Lass mich doch mal überlegen. Ja, komm jetzt. Ja. 3, 2, 1. Ich bin ja auch mehr Dortmunder. 3, 2, 1. Das ist richtig, haben beide recht. Dortmund gewann. Ja, der hat es doch extra jetzt gesagt, weil damit er nicht mehr verlieren kann. Na, das ist überhaupt nicht wahr. Also. Dortmund gewann in der Saison 84, 85 zu Hause 2:0 gegen die Geisbock 11. Es blieb übrigens das einzige Aufeinandertreffen der beiden. Ja, und danach haben wir zusammengespielt. Ja, genau. Da haben wir gesagt, was, wir gehen nicht mehr getrennte Wege. Ist auch normal. So, wir schauen mal drauf. Es steht inzwischen 52 zu 50 und sollte ich denn wirklich noch einmal gewinnen? Ich bin gespannt, was so in Er dem... merkt gar nicht, dass die Gäste ihn gewinnen lassen. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich kriege keine Hilfe, nichts. Alle sagen, ich kriege immer Hilfe, gar nicht. Ich kämpfe mich hier das ganze Jahr durch und ich führe. Und soll ich euch was sagen? Zu Recht und auch verdient. Ja, Michael, lass uns zum Abschluss noch mal kurz in die Gegenwart zurückkehren. Die Teilnahme an der Champions League ist gesichert. Wir haben gerade gesagt, ein bisschen freuen wir uns schon darüber, ganz klar. Jetzt sind noch 3 Spiele. Wie lautet die Marschroute für die letzten 3 Partien? Was wollt ihr von der Mannschaft sehen? Ja, ganz klar, dass wir weiter fokussiert und konzentriert bleiben. Wir wollen dann am Ende Zweiter werden, Vizemeister werden. Wäre das 2. Mal hintereinander. Ich weiß, wir haben alle von mehr geträumt, aber ich glaube, dass es dann trotzdem zumindest für die Bundesliga ordentlich war und gut war und auch eine ordentliche Punktausbeute dann am Ende sein wird, mit hoffentlich über 70 Punkten. Ja, und wir möchten vor Leipzig landen. Das ist einfach auch jetzt das Ziel der nächsten 14 Tage. Ja, am Samstag steht das Spitzenspiel auf dem Programm gegen Leipzig. Alles dazu erfahrt ihr natürlich im nächsten Spieltagsmagazin. Und ich kann euch jetzt schon eins sagen, das dürft ihr nicht verpassen. Ihr dürft es nicht verpassen. Warum? Werdet ihr am Freitag erfahren. Wir sagen nichts, wir können schweigen wie ein Grab. Ansonsten lassen wir die ganze Woche natürlich unsere Helden von 95 noch hochleben. Die Top 10 von damals könnt ihr euch anschauen. Viele wunderbare Beiträge von 1995, absolut lohnenswert. Ja, Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat Spaß gemacht. Noch eine schöne Woche. Bis auf das Spiel. Für mich war es heute kein Spieltagsmagazin, so haben wir es die letzten Wochen genannt, weil es natürlich keine Zuschauer im Stadion gibt und so.
Heute, wenn du da bist, nennen wir es natürlich Feiertagsmagazin, weil das ist ein Feiertag. Also, das war's und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, macht's gut, der Nobby und Ciao, tschüss. der Michael.